Herr Stenka, erzählen Sie uns noch mal was zu Ihrem Unternehmen. Wie lange gibt es das eigentlich schon? Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, eine Diskusfischzucht aufzubauen? Da muss ich weit ausholen. Also mein Vater hat in dem Jahr, wo ich geboren wurde, mit der Diskuszucht angefangen. Ganz normal im Wohnzimmeraquarium, 4 Diskusfische aufgezogen, bildete sich ein Pärchen. Dann kam das zweite Aquarium, wo dann das Pärchen reingesetzt wurde, damit sie anfangen konnten zu züchten. Und aus den 2 Aquarien wurden dann bei der Hobbyzucht meines Vaters nachher über 100. Oh. Und ich habe vor 33 Jahren dann angefangen, es hauptberuflich zu machen. Und inzwischen sind wir bei über 2000 Aquarien. Boah. Und die 2000 Aquarien, sind die bei Ihnen zu Hause? Haben Sie dafür extra Räumlichkeiten? Ja, inzwischen haben wir 5 Industriehallen mit Fischen sowie 2 weitere Hallen für Zubehör, Futter und Lagerhaltung. Und alles in allem sind jetzt 60 Leute bei uns beschäftigt, die die Fische 24 Stunden am Tag betreuen, pflegen. Denn ein Fisch braucht sein Leben lang Aufmerksamkeit, Pflege, sprich Sauerstoff und vernünftiges Wasser und Futter. Das heißt also, da ist rund um die Uhr, ist bei Ihnen da Personal vor Ort und kümmert sich? Personal vor Ort oder eben übers Handy zu erreichen, wenn irgendwo Stromausfall ist, dass er innerhalb von kürzester Zeit in Betrieb ist und eine Pumpe repariert oder eine Sicherung wieder reindreht, was je nachdem, was gerade passiert ist. Ist ja schon ein Riesending. Ist inzwischen kein Hobby mehr. Ja, also das ist inzwischen Großbetrieb geworden und was die Diskuszucht angeht, mit Abstand der größte Betrieb seiner Art in Europa. Wo sitzen Sie eigentlich? Wir sitzen in Warendorf im Münsterland. Ah ja, das ist ja direkt hier um die Ecke. Ja. Und von Warendorf in die ganze Welt quasi? Ja, inzwischen exportieren wir in über 40 Länder. Schwerpunkt ist immer noch die EU, aber Südafrika, Australien, USA, also praktisch überall hin. Und wie kann man sich das vorstellen? Wie werden die Fische denn verschickt oder holt man die ab? Schicken Sie die? Wir verschicken fast ausschließlich. Ja. Das heißt, ein Fisch wird immer so verpackt, dass er in eine Plastiktüte kommt mit Wasser und ungefähr dieselbe Menge Sauerstoff wie Wasser in der Tüte ist, wird reiner Sauerstoff aus der Flasche in die Tüte geblasen, wird die Tüte verschlossen und kommt dann in eine Thermobox, sodass die Temperatur lange erhalten bleibt und dann kann man sie bis zu 48 Stunden lang verschicken. Wahnsinn. Also schafft man das wirklich in 48 Stunden von Warendorf nach Sydney? Ja, gar kein Problem. Der Flug ist zu 21 Stunden und ja, verpacken. Wir liefern immer direkt nach Frankfurt zum Flughafen, dass man einen Direktflieger kriegt, dass die Fische möglichst wenig Stress haben, selten umgeladen werden und in eins dann durchgehen bis zum Empfängerflughafen. Dort holt der Empfänger die Fische ab, bringt die nach Hause, setzt sie in ein Aquarium ein und dann haben wir deutlich unter 1% Verluste beim Transport. Also beispielsweise letztens eine große Sendung nach Amerika geschickt mit über 1000 Fischen und hatten nicht einen Toten. Das ist ja super. Ja, also wir machen das wie gesagt schon über 50 Jahre. Die Firma gibt es jetzt 53, fast 54 Jahre und im Laufe der Zeit hat man gelernt, wie man Fische vorbereitet für den Versand und passend verpackt, damit es da keine Probleme gibt. Da kann man ja schon sagen, Sie haben Sie sind der europäische Marktführer. Das kann man ja schon so sagen. Auf jeden Fall. Also es gibt da noch quasi den asiatischen Markt? Es gibt den asiatischen Markt, wo es 3, 4 Züchtereien gibt, die ähnlich groß sind wie unsere. Und ansonsten gibt es eigentlich nur noch die Wildfänge und eben kleine Hobbyzüchter, die es nebenberuflich machen, die aber von der Menge her niemals irgendwie große Stückzahlen schaffen können, weil es wie gesagt Hobbyzüchter sind. Es ist begrenzt, wie viele Aquarien ein Mann oder eine Person alleine betreuen kann. Und was würden Sie denn sagen, was grenzt Sie so ein bisschen ab? Also was ist die Besonderheit von einem Stenka-Diskusfisch? Besonderheit vom Stenka-Diskus ist einfach, er ist sehr leicht im Umgang. Also inzwischen gilt er als der am einfachsten zu haltende Aquarienfisch, den wir im Süßwasserbereich haben. Er sitzt in ganz normalem Leitungswasser, kann mit einer Fertigfuttermischung, unserem Stenka Diskus Goodheart, am besten gefüttert werden, weil mit dem Futter wird er auch aufgezogen, daran ist er gewöhnt, da ist alles drin, was das Tier braucht. Und ja, mit einer Stunde Pflegeaufwand kann man eigentlich ein Aquarium mit unserem Stenka Diskus gut betreiben. Da sind dann 3 Mahlzeiten täglich drin und einmal die Woche ein 30-prozentiger Wasserwechsel,
sowie Scheiben reinigen und ein bisschen Pflanzen beschneiden. Das geht alles in einer Stunde. Super. Und wie haben Sie das für die Zukunft geplant? Wollen Sie mal irgendwann noch weiter expandieren oder? Nee, eigentlich wollen wir nicht weiter expandieren. Also wir decken inzwischen den europäischen Markt, der eigentlich unser Hauptziel ist, sehr gut ab. Wir haben inzwischen 27 Farbvarianten, das heißt nicht nur die braunen Naturfarben, sondern über Blau, über Rot, über Grün, verschieden gepunktet, also gestreift. Also vielleicht sieht man es auch hier im Hintergrund, die eine oder andere Farbvariante. Wahnsinn. Und da ist es eigentlich so, dass wir vielleicht noch ein paar Farbvarianten dazu machen, aber es dauert immer eine eigene Farbvariante zu kreieren. Von den 27, die wir jetzt im Angebot haben, haben wir, ich glaube, 15 oder 16 selber entwickelt. Und so eine Farbvariante zu entwickeln dauert, wenn es gut klappt, 10 Jahre. Ich habe aber auch schon 22 für eine gebraucht. Mein Gott, das glaubt man ja gar nicht, wenn man die so sieht. Ne? Ja, es ist einfach eine Auswahl. Und dann versucht man die Besonderheit, die dieser Fisch ausweist, genetisch zu verfestigen. Und das geht nur über viele Generationen. Und eine Generation ist beim Biskus immer so 1,5 bis 2 Jahre, bis der groß ist und selber geschlechtsreif ist. Und somit sind 10 Jahre, vielleicht 6, 7 Generationen, das braucht man mindestens, um eine Farbabweichung zu verfestigen, dass es eine eigenständige Farbvariante wird. Toll. Das heißt also, diese Farben, die wir jetzt hier sehen, die gibt es auch nur bei Ihnen? Die gibt es nicht auf dem ähnliche Farben Markt? Gibt es überall, aber wie gesagt, die Hälfte von diesen Farben gibt es nur bei uns. Toll. Super, vielen Dank. Ja, gerne.